Hallo ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik und den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien und in alles, was noch dazu gehört. Heute, ich freue mich, gibt es wieder einen neuen Song von NF, den ich noch nie in meinem Leben zuvor gehört habe. Give Me a Reason. Ich bin einfach sehr gespannt. Ich lasse mich überraschen, was das Thema heute mit sich bringt. Und ja, denkt dran, wenn euch das, was ich hier produziere, gefällt, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, dann seht ihr bald mehr von mir, von NF, aber auch von meinen Videos, falls euch auch diese interessieren. Genau, also, los geht's. Yeah, enough with the love, I need to be hated again. I need somebody to wake up the beast and really get under my skin. I need somebody to push me, tell me that I ain't no good with the pen. I need somebody to poke and pry and really get into my head. I need somebody to laugh, tell me I'm trash, tell me I might as well quit. I need somebody to grab the blade in my back, stab and give it a twist. I need somebody to smash, break up my plaques, tell me I shouldn't exist. I need somebody to ask why you even rap, you never be one of the, hey, I need somebody to brag and Okay. Das ist mal ein anderer Ton auf diesem Album. Ah, geil. Auch der Beat, der Rhythmus. Geil. Auf verschiedensten Ebenen oder auf verschiedenste Arten und Weisen sagt er uns einfach, ich brauche jemanden, der mich herausfordert. Ich muss wieder zu meinem alten Ich finden, ich muss zu meiner alten Leidenschaft finden. Und irgendwie ist das aus dem Leid, auch aus der Motivation, mich beweisen zu wollen, entstanden. Herausforderungen zu meistern. Und anscheinend, ne, ich meine, wir wissen seine Geschichte jetzt auch mit der Großmutter, mit der Angst, die wieder reingekommen ist. Aber auch mit der Wut, wenn es Wut ist. Und diese Leere, die in ihm da ist, durch den Verlust. Und er sagt, ne, in Washed Up, was wir schon angeguckt haben, wo er sagt, wo ist mein altes Ich? Meine Karriere ist tot. Das fand ich sowieso sehr spannend, ne? In dem Moment, wo 4 quasi ausgenockt wird von der Schaufel. Und er hat ja früher gesagt, also in Intro 3, hat 4 gesagt, ich bin im Prinzip derjenige, der deine Karriere gestaltet hat. Ohne mich hättest du es nicht geschafft. Und zack, Karriere tot, 4 tot. Aber ja, aus dieses, wo ist mein altes Ich, der so Bock hatte zu rappen, der Bock hatte, diese Musik zu machen, dem es scheißegal gewesen ist, was all die Leute sagen. Und ein Part könnte gewesen sein, ich muss mich wieder herausgefordert fühlen, ich muss wieder diesen Drive kriegen, mich beweisen zu wollen, wieder was Geiles kreieren zu wollen, weil ich in Frage gestellt werde, weil ich abgewertet werde von irgendwelchen Kritikern oder wem auch immer. Ja. Weiter gucken. Muss erst wieder reinkommen. So ein bisschen. So. Stab and give it a twist. I need somebody to smash, break up my plaques, tell me I shouldn't exist. I need somebody to ask why you even rap, you never be one of the, hey, I need somebody to brag and show me the cash and tell me you'll never be rich. I need somebody with stats and numbers and facts, tell me I ain't got no hits. I need somebody who's whack and ain't got no class, tell me I'm not in they list. I need somebody to act like I'm in the past so I can remind them I'm here. I need somebody to give me a reason. Whoa. Give me a reason, hey, give me a reason, whoa, yeah, give me a reason. I forgot what that struggle like, I forgot what that hustle like, I forgot what that humble like, I forgot what that, I forgot what that humble like. Also, ich bin mir nicht 100% sicher, aber Humble ist ja eigentlich sowas wie, spannend, jetzt fehlt mir das Wort.
Man könnte im Prinzip sagen, sowas wie geerdet sein. Noch, ne, so ein grounded. So, ich bin noch ich selbst, ich bin noch nicht abgehoben. So. Und es ist spannend, dass er das so sagt, weil im Prinzip alle haben ihn in den letzten Jahren auch immer als genau diese Person wahrgenommen. Sehr geerdet, sehr bei sich, ne? Nicht abgehoben, nicht eingebildet. Und dieses, ey, ich bin ich, mit allem meinem Scheiß. Hier habt ihr. Ist mir egal, wie viel Geld ich verdiene, ist mir egal, was die von mir denken, ob die mich jetzt hier, ne, auszeichnen. Und in Washed Up hat er das ja auch schon adressiert, dass es ihm anscheinend alles nicht mehr so egal ist. Und auch nicht mehr dieses Scheiß aufs Geld vielleicht so da ist. Und auch da, ne, das ist oft, vielleicht irre ich mich auch, aber es wäre eine Perspektive. Wenn Verlust kommt, wenn Angst kommt, durch Verlust oder was auch immer, ne, durch mehrere Sachen auch, dann haben wir ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit, nach Kontrolle. Und dann sind wir vielleicht plötzlich nicht mehr ganz so doll freigebig wie vorher. Dann sind uns die Dinge nicht mehr so egal, wie sie wären, wenn wir einfach ganz safe bei uns wären. So. Dann fangen wir an Dingen festzuhalten. Und vielleicht ist es das, was er hier meint. Ne? Und dass er wieder jemanden braucht, der ihn da rausholt. Jemand, der ihn mal wieder schüttelt. Oh, entschuldigt, das hat hier ganz schön gerasselt. Jemand, der ihn mal wieder schüttelt und sagt, Alter, jetzt mach deinen Scheiß. Du kommst hier in so eine Komfortzone. Jetzt fordert mal wieder, oder der ihn herausfordert. Und der ihm sagt, du machst Trash. So, was mit dir passiert? Ja. Cool, spannend. I ain't forget about nothing to keep it 100, I'm honestly bored. I wanna feel like I felt when nobody was following me and I had no awards. I wanna get better hearing them call me, you wanna be shady, you ain't got no voice. I want the people that promise they'd always be with me to leave me and walk out the door. I want Okay, ich muss das nochmal hören. I forgot what that. I ain't forget about nothing to keep it 100, I'm honestly bored. I wanna feel like I felt when nobody was following me and I had no awards. I wanna get better hearing them call me, you wanna be shady, you ain't got no voice. I want the people that promise they'd always be with me to leave me and walk out the door. I want the fans to quit buying the tickets to tell me they don't wanna see me on tour. I want the label to drop me and tell me it's over, the music ain't making no noise. I want the critics to call me a gimmick and tell me they thought I was better before. I wanna hear you keep talking the way that you talking when no one's around to record. I wanna story. I wanna hear about how you ain't feeling the music and why it ain't better than yours. Tell me some more. I wanna hear about. I wanna talk about. I wanna hear that. I need some other. Yeah, give me a reason. Whoa, give me a reason. Hey, give me a reason. Whoa, give me a reason. I forgot what that struggle like. Es ist spannend, dass jetzt nochmal die letzte Zeile dieses I forgot what the struggle is like, dass er das nochmal so sagt. Weil dieses Vergessen ja auch wiederum darauf anspielt, ne? Er hat jetzt einfach einen gewissen Grad an Bekanntheit. Viele Fans, die ihn feiern. Auf Spotify größte Anzahl von Pre-Order beziehungsweise abgespeichert für Release des neuen Albums. Er hat echt einen coolen Durchbruch gehabt und das gönne ich ihm mit jeder Faser. So. Und er sagt, oh shit, vielleicht bin ich darüber ein bisschen bequem geworden mit all dem. Ich muss wieder in dieses Gefühl kommen von diesem Struggle, von dieser Herausforderung, von nicht genug sein für mich, für andere, damit das Feuer wieder startet von, okay, lass uns kreativ sein. Lass uns noch geiler werden, noch besser werden. Was können wir noch machen? Was kann ich noch lernen? So. Diese Lust, was Geiles zu kreieren und nicht in der Komfortzone zu bleiben. Aber ich glaube, das war schon immer Nates Anspruch. So. Und das ist die Frage, ne? Ist das schon vor dem Tod seiner Großmutter entstanden?
dass er gemerkt hat, irgendwie ist er da in so eine Komfortzone gekommen, in so einen Punkt, wo er merkt, irgendwie, Musik, wo ist die Leidenschaft hin? Oder vielleicht ist es auch nicht die Leidenschaft für Musik, sondern das Gefühl, eine Herausforderung zu brauchen oder Leute zu haben, denen er es zeigen kann oder was auch immer, ne? Ja, es ist spannend. Mich würde interessieren, was eure Gedanken dazu sind. Ich glaube, es gibt noch andere Perspektiven, die ich gerade in meinem Kopf nicht so spontan greifen kann. Aber das ist erstmal das. Und aber eben auch dieses, wenn ich mich so leer fühle, weil meine beste Freundin und, also meine Großmutter, die auch gleichzeitig meine beste Freundin war, wenn die von mir geht und einfach nichts übrig lässt und mein Geist in Flammen steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Erst die Angst wieder Kontrolle übernimmt und dann die Angst auch stirbt. Durch vielleicht Anger, vielleicht durch was anderes. Wir wissen es noch nicht hundertprozentig, auch wenn es viele Theorien gibt und Anger Sinn machen würde. Aber ja, wenn selbst nicht mal mehr die Angst da ist, die ihm so vertraut ist und die so seine Karriere angetrieben hat. Give me a reason. So, weiterhören. I forgot what that hustle like. I forgot what that humble like. I forgot what that. Ich liebe den Beat. Cool. Ja, das war ein ziemlich geiler Song. Und damit meine ich nicht besser als die anderen. Hier ist wieder mehr so ein, es ist halt eine andere Stimmung, ne? Es ist so ein Vibe, durch den Beat allein schon, durch den Rhythmus. Wir haben hier wieder mal einen schnelleren Nate. Und hier geht es auch um Gefühle, aber nicht im versinnbildlichten, so mit, wie es, ne, Personifizierung von Fear oder Pride oder wem auch immer. Sondern hier geht es um ein anderes Gefühl und eigentlich auch eine Form von Hilferuf, so, die Nate hier nach draußen bringt. Gib mir wieder einen Grund, hier weitermachen zu wollen mit dem Ganzen. Ich brauche wieder meine Flamme, meine Motivation, vielleicht auch Kreativität. Ne? Ich meine, die Songs, die ich jetzt gemacht habe, ich liebe sie. Das ist für mich jetzt nicht, dass ich sage, oh, nee, der hat voll die Kreativität verloren. Das ist ja nix hier. Aber wer weiß, wie Nates Anspruch ist und wie er auf das Album guckt. Vielleicht ist das Album deswegen erstmal nur 6 Songs. Weil ihm vielleicht die Motivation gefehlt hat, die Kreativität, der innere Ansporn, um mehr zu machen. Und vielleicht hat er es auch wirklich absichtlich so gemacht, dass diese EP so kompakt und klein für dieses bestimmte Thema ist. Und dass dann demnächst vielleicht noch was anderes kommt, aber ja, sehr spannend. Und sehr, sehr cool. Kommt auf jeden Fall wieder auf meine Playlist. Also wie alle Songs bis jetzt auf die Playlist. Ich hatte sehr viel Freude mit dem Song. Und ja, sagt mir gern wieder, was eure Gedanken sind. Was ich vielleicht überhört habe. Ich habe sicherlich ganz viel überhört. Das auch jetzt mit den anderen Songs, ne, wie Washed Up, Fear und Home. Und was hatte ich noch? MGK, Who I Was. Wenn ich die jetzt immer wieder höre, dann fällt mir hier nochmal was ein und dort nochmal was auf. Aber so ist es. Und das mag ich so. Das kann man noch 100-mal hören und es wird einem plötzlich irgendwas auffallen, was man vorher nie gehört hat. Genau. Ja. Wenn ihr auch Freude hattet an dem Video, dann lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke.
teilt. Es hilft meinem Kanal immens, zu wachsen, wenn ihr den Algorithmus füttert. Und kommentiert bitte, bitte, bitte. Sagt mir eure Meinung. Ich freue mich total. Ich gehe gerne mit euch in den Austausch. Und ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen. Bis dann, macht's gut.